Friedrich Merz sollte sich sein Wahlprogramm noch mal genau anschauen, denn die Erwartungen sind hoch. Gefragt ist nun Durchsetzungsvermögen, zum Beispiel sauber zu trennen zwischen gewollter Zuwanderung und irregulärer Migration. Die Ankündigung der konsequenten Zurückweisung sind ja möglicherweise etwas verwässert. Auch da werden wir Herrn Merz daran erinnern, was er denn gesagt hat, weil wir ja mittlerweile auch wissen, auch durch Verfassungsrechtler wissen, dass eine konsequente Zurückweisung aller Anträge an einer deutschen Binnengrenze sowohl europakonform sind als auch nach nationalem Recht geboten sind. Das wird mit diesen Genossen noch ein harter Kampf werden. Die denken jetzt auch, Geld ist ja reichlich da. Naja, aber nicht wirklich. Es ist auf Pump, alles nur geliehen. Auf der Straße weiß man, es ist nicht wirklich etwas übrig. Wir verschicken das Geld immer in alle Herren Länder, aber hier in Deutschland fehlt es an allen Ecken und Kanten. Wichtig wäre mir, dass auch noch an anderer Stelle gespart wird und jetzt nicht das Geld rausgeblasen wird ohne Ende. Also nicht alles auf den Kopf hauen und Einschnitte da, wo es nötig und auch möglich ist. Thema Bürgergeld, das soll nach Willen der Union Grundsicherung heißen. Gestrichen werden soll bei Menschen, die arbeiten könnten, aber nicht wollen. Damit die, die es brauchen, es auch bekommen. Und die Haushaltslage ist wirklich nicht rosig, weiß der Kandidat fürs Kanzleramt. Im Sondierungspapier steht auch etwas zum Thema Einsparungen im Haushalt. Ich gebe zu, es ist ein kurzer Satz, aber der Satz hat es in sich. Der Bundeshaushaltsplan für 2025 umfasst 480 Milliarden Euro Ausgaben bei Einnahmen von 400 Milliarden Euro. Das heißt, da klafft eine Lücke von 80 Milliarden Euro zwischen geplanten Ausgaben und vorgesehenen Einnahmen. Friedrich Merz ist nicht zu beneiden. Wortbrecher, Umfaller, Totengräber der Schuldenbremse, tönt es von der Basis. Ich sehe an der Parteibasis bei vielen meiner Kollegen im Kreistag, bei den Bürgermeistern sehr großes Unverständnis darüber, dass man mit Aussagen auch selber an den Wahlständen gewesen ist, die man jetzt innerhalb kürzester Zeit wieder kassiert hat. Die Lage ist gewiss eine besondere. Doch jetzt muss Merz hart verhandeln und Deutschland modernisieren, so wie er es den Wählern im Programm Punkt für Punkt versprochen hat. Und darüber möchte ich sprechen mit dem Politikwissenschaftler Professor Volker Cronenberg. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, das Geld, das ist jetzt da. Das Thema ist sozusagen auch durch. Jetzt braucht es aber eben Pläne, vor allem für die Union, um ihren Kurs wieder zu schärfen. Wie kann das am besten und schnellsten gelingen? Naja, indem man, ich meine, das war ja auch der Tenor Ihres Beitrags, indem man das versucht umzusetzen, für das man gewählt wurde und für das man auch angetreten ist zur Wahl. Da war ja nicht die Rede von 1 Billion Sondervermögen und Infrastrukturgeldern, all das stand ja nicht im Vordergrund, sondern Entlastung, Bürokratieabbau, Verschlankung, Energien freisetzen ohne zusätzliches Geld. So, jetzt ist natürlich klar, das wissen ja auch alle, auch die jetzt kritisieren, natürlich in einer Koalition muss man Kompromisse machen. Das ist ja nicht neu und das ist nicht das erste Mal jetzt bei diesen Sondierungen, Koalitionsverhandlungen, das gehört dazu. Aber, das ist natürlich wichtig, diese schwarz-rote Koalition wird jetzt ganz gewiss zustande kommen, alleine durch den großen Erfolg der SPD mit diesem Infrastrukturpaket und diesen 500 Milliarden. Das ist also ein ganz großes Entgegenkommen unionsseitig und Sie haben ja die kritischen Stimmen gerade im Beitrag auch gehabt und da gibt es an Rumoren nicht nur an der Basis der Wählerschaft, sondern in der Partei. So, und jetzt ist eben Merz und die Führungsriege der Union gefordert, dass man natürlich Pacta sunt servanda auch das mit umsetzt, auch dass die SPD zustimmt, dass man hier erkennbar bleibt. Die Union wollte immer und war immer die Partei ordnungspolitisch der sozialen Marktwirtschaft. Und das muss natürlich erkennbar sein und nicht irgendwann im Laufe der nächsten 4 Jahre der Legislaturperiode, sondern jetzt auch schon erkennbar sein im Koalitionsvertrag und muss dann auch zeitnah umgesetzt werden. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich das ganz zentrale Thema, das so in den letzten Wochen bei diesem Feilschen um das Sondervermögen ein bisschen in den Hintergrund getreten ist und trotzdem den Menschen eben sehr unter den Nägeln brennt, das Thema irreguläre Migration. Hier muss man auch schnellstmöglich
das umsetzen, für das man doch sehr vollmundig ja auch unmittelbar vor der Wahl noch angetreten ist und eingestanden ist. Vertrauen ist das entscheidende Wort. Viele Aufgaben, die da jetzt anstehen, Gespräche, die jetzt heute auch weiter anlaufen. Aktuell haben wir noch eine Bundesregierung, die im Amt ist. Und aus dieser scheiden einige aus der aktiven Politik aus. Annalena Baerbock meinte, bei den Grünen wolle sie keine Spitzenposition mehr übernehmen. Jetzt die Nachricht bei der UN, da würde sie solch eine Position übernehmen. Daran gibt es doch auch ziemlich viel Kritik, weil aus Deutschland eine andere Frau eigentlich schon designiert war für diesen Posten, die jetzt übergangen wird. Wie ordnen Sie das ein? Warum jetzt auf einmal Annalena Baerbock? Ich glaube, wenn wir diesen Zeitpunkt und solche Ankündigungen kommen ja nie zufällig. Gestern, nachdem diese Abstimmung gut geklappt hat und eben die Grünen da auch mitgestimmt haben bei diesem wichtigen Paket für Schwarz und Rot, dann kam diese Personalie, dass das jetzt ein Umlaufverfahren im Kabinett ist und dass Annalena Baerbock statt der Spitzendiplomatin Helga Schmidt, die ja viele Jahre in verantwortungsvoller erster Reihe stand für die Diplomatie, OSZE, andere Gremien und Positionen inne hatte, dass Baerbock jetzt hier nominiert wird, ist davon auszugehen, dass hier auch der künftige Kanzler und die Union bei dieser Personalie sozusagen mit einbezogen sind, im Hintergrund zumindest indirekt. Das Signal ist, das verbindet sich mit dieser verantwortungsvollen Position an der Spitze der Generalversammlung, dass hier eine politische Spitzenpersönlichkeit, eben die bisherige Außenministerin, dieses Amt übernehmen soll. Die Wirkung international ist durchaus, dass hier auch ein solches Amt, eben Kabinettsrang, Außenministerin, eben auch auf Augenhöhe ist. Das haben die meisten auch inne gehabt bei diesem Amt innerhalb der Vereinten Nationen. Und wir müssen ja auch sehen, bei aller Kritik, die jetzt national erfolgt durch Christoph Heusgen und andere sehr kundige, der frühere Außenminister Gabriel, man muss natürlich sehen, dass Annalena Baerbock international als Person offenbar auch im Kreis ihrer Kolleginnen und Kollegen und bei den Vereinten Nationen durchaus positiv wahrgenommen wird und nochmal sie qua Amt als bisherige Außenministerin eben als politisches Schwergewicht angesehen wird. Ich erwarte, dass diese Personalie jetzt auch erfolgreich sein wird. Die Bundesrepublik hat ja das Zugriffsrecht auf diese wichtige Position und die ist ja dann wiederum auch ein Stück weit in Vorbereitung dann darauf, dass die Bundesrepublik einen nicht ständigen Sitz dann etwas später im zeitlichen Ablauf im UN-Sicherheitsrat bekommt. Ich gehe davon aus, dass Annalena Baerbock jetzt auch erfolgreich sein wird und dieses Amt bekleidet. Und dann wird man sehen, es ist ein einjähriges Amt, wie dann ihr weiterer Weg aussehen wird. Herr Cronenberg, vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen.